Hallo ihr Lieben, ich möchte heute eine neue Videoserie starten, in der ich über die Dinge spreche, die in Finnland und in Deutschland sehr unterschiedlich sind. Nach meinem Umzug habe ich sehr viel über Deutschland gelernt, Sachen, die ich früher bei Reisen nicht gemerkt habe. Und die Unterschiede zwischen Finnland und Deutschland sind mir auch viel deutlicher geworden. Das heutige Thema ist Schulessen und ich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema. In meinem Video werde ich euch erzählen, was in Finnland alles anders ist und weil es auf meinem Kanal hauptsächlich um das Thema Essen geht, werde ich euch auch die beliebtesten und die weniger beliebten Gerichte nennen und auch natürlich meine persönliche Meinung aus meiner Schulzeit mit euch teilen. Ich hoffe, das Thema ist auch für euch interessant und dass ihr aus meinem Video etwas Neues über Finnland lernt. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr eure Gedanken zu diesem Thema mit mir in den Kommentaren teilt. Ich habe mir früher nie darüber Gedanken gemacht, wie das Schulessen in verschiedenen Ländern aussieht. Und erst nach meinem Umzug nach Deutschland habe ich dann gelernt, dass es nicht unbedingt in jedem Land genau gleich ist. Für mich war das überraschend. Ich dachte, dass zumindest in Europa es ziemlich gleich ist, aber dann habe ich gemerkt, dass es nicht so ist. Es ist nicht unbedingt, dass in jedem Land dann, so wie bei uns in Finnland, ein kostenloses Mittagessen in der Schule gibt. In Finnland bekommt jedes Kind in der Schule ein warmes Mittagessen und in Deutschland kenne ich das so, dass man ein Brotbox oder Lunchbox mit irgendetwas zur Schule nimmt, was man dann zum Mittagessen isst. Für mich war das wirklich eine Überraschung, weil ich dachte, es ist genauso wie bei uns. Und ich habe das erst hier bei meinem Umzug gelernt. Und natürlich kann es sein, dass ich das, weil ich das nicht persönlich kenne, dass ich irgendwo etwas falsch liege. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Erfahrungen aus eurer Schulzeit mit mir auch in den Kommentaren teilen würdet. Dann werde ich auch etwas mehr über dieses Thema erfahren und lernen und das würde mich auch sehr freuen. In Finnland bekommen alle Kinder seit 1948 ein warmes Mittagessen in Schule und das sollte die Ernährung für die Kinder verbessern. Jedes Kind in Finnland bekommt Schulessen. Es ist kostenlos, es ist unabhängig von der finanzielle Lage von der Familie und so sind alle Kinder in der Schule gleich versorgt. Ich finde, es ist ganz wichtig und ganz toll, dass bei uns in Finnland sowas gibt. So bekommen die Kinder keinen Hunger in der Schulzeit und können auch besser auf das Lernen konzentrieren. Es gibt auch Tage oder so war das bei meiner Schule. Ich weiß nicht, ob das in jeder Schule so war, aber bei uns gab es noch eine Snackpause, wenn wir ganz lange Tage hatten, weil dann die Zeit zwischen Mittagessen und Ende des Schultags war so lange, dass wir dann noch eine kleine Snackpause hatten und da hat man auch was Kleines bekommen und so konnte man auch den Hunger bekämpfen und ich finde, es ist eine große Unterstützung für das Lernen, weil, wie gesagt, man dann keinen Hunger hat und man wird von Hunger nicht abgelenkt. Jeder von euch kennt das bestimmt. Wenn man hungrig ist, dann kann man auf nichts mehr konzentrieren. Und hier, denke ich, ist der Fall auch genauso. Wenn man in Schule hungrig ist, dann kann man nicht mehr auf das Lernen konzentrieren. Ich finde, das Schulessen, so wie es in Finnland ist nicht nur wichtig, weil man das warme Essen bekommt oder weil man das Essen bekommt, sondern weil man dabei auch lernt. Man entwickelt so einige Essensgewohnheiten. Wenn man in die Schulkantine geht, sieht man immer so einem Plakat mit Tellerverteilung. Man sieht, wie man Essen nehmen soll. Natürlich konzentrieren die Kinder jetzt nicht unbedingt
hundertprozentig sich daran, aber man sieht diesen Plakat und es bleibt auch im Kopf und man denkt, denke ich zumindest, dass man denkt dann auch darüber, wie man den Teller verteilen soll, dass man auch viel Gemüse und Früchte essen soll. Und was noch dazu kommt, ist die Gerichte, die serviert werden, die sind auch immer mit viel Gemüse, die sind sehr unterschiedlich, es gibt viel Auswahl und Sachen, die man nicht unbedingt in jeder Familie isst. So lernen die Kinder auch verschiedene Gerichte zu probieren und verschiedene Gerichte zu lieben, hoffentlich. Und dabei auch verschiedene Gemüse und andere Zutaten kennenlernen. Und ich finde, das ist wirklich wichtig, weil dann lernt man so viel in der Schule übers Essen, über viele verschiedene Zutaten und man lernt so viel kennenlernen. Ob es dann einem schmeckt oder nicht schmeckt, ist eine andere Geschichte. Aber ich finde, es gibt so viel mehr Vielfalt, als dann in jeder Familie möglich ist. Natürlich gibt es Familien, die über sowas denken und die Eltern, die über sowas sich Gedanken machen und auch die finanzielle Lage dafür haben. Aber es gibt auch Familien, für die das nicht möglich ist. Und deswegen finde ich, dass es wirklich toll ist, dass bei uns diesen kostenlosen Schulessen gibt, weil dann jeder Kind diese Möglichkeit in der Schule hat. Es gibt in Finnland in jeder Schule eine Kantine und in der Kantine wird dann zum Mittagessen das warme Essen serviert. Jede Klasse hat eine bestimmte Zeit für Mittagspause, für Mittagessen. Es ist nicht jeder Klasse einzeln. Es hängt davon ab, wie groß die Kantine ist und der Zeit, wann man dann Mittagspause hat. Für Mittagessen ist abhängig davon, wie lang der Schultag ist. Das heißt, wenn der Schultag sehr lang ist, dann hat man diese Mittagspause, Mittagessen etwas später an dem Tag. Und dann, wenn man eine kürzere Tag hat, dann hat man das etwas früher. Und wenn ich mich nicht irre, gibt es auch immer eine Liste in der Schulkantine mit den Sachen oder so einen Wochenplan, was in der Woche dann serviert wird. Dann weiß man ein bisschen im Voraus, was es in Schule dann zum Mittagessen gibt. So, und was gibt dann in Finnland zum Mittagessen in der Schule? Ich habe euch schon diese Tellerverteilung erwähnt früher in der Video und das finde ich ist ganz wichtig. So werden auch, denke ich, die Speisen geplant. Wenn es ein Auflaufgericht ist, kann sein, dass da schon Gemüse dabei sind, aber normalerweise zu jedem warmen Gericht, so zum Hauptspeise, gibt es immer ein Salat oder Gemüse. Dann gibt es Brot. Bei uns war es normalerweise Knäckebrot, verschiedene Sorten von Knäckebrot, so nicht wirklich so ein Brötchen oder Brot, wie man das jetzt in Deutschland kennt, sondern eher so was Trockenes. Und dann gab es bei uns auch immer Kefir, Milch und Wasser zum Auswahl. Dann manchmal gibt es auch Früchte, eher selten, aber manchmal gibt es auch Früchte. Die Gerichte sind immer hausgemacht und sehr nahrhaft. Es gibt sehr viele Auflaufgerichte, entweder mit Kartoffel oder mit Nudeln. Es gibt auch viele Suppen auf der Speiseplan und sehr oft sind diese Gerichte traditionelle finnische Gerichte, aber mittlerweile gibt es auch viele moderne Gerichte, die dazugekommen sind. Und ich denke, so versuchen die Schulen auch die Kinder so immer interessiert an den Schulessen zu halten, so dass die Kinder auch wirklich in der Schule essen und so, dass die Kinder das bekommen, was die Kinder auch gerne essen. Ich habe auch eine Liste mitgebracht mit den beliebtesten Speisen aus dem Jahr 2019 und ich werde dann diese mit den beliebtesten von meiner Schulzeit für euch vergleichen. Auf Platz 1 haben wir Fischstäbchen und die Fischstäbchen wurden bei uns in meiner Schulzeit immer mit Kartoffelstampf und einer geriebenen Karottensalat serviert. Die Fischstäbchen waren bei uns auch wirklich beliebt und ich kann verstehen, warum es den Platz 1 hat. Auf Platz 2 haben wir Pinattiletut, das sind solche herzhafte Spinatpfannkuchen. Dieses Rezept gibt es auch auf meinem Kanal und den werde ich für euch hier
irgendwo verlinken. Und diesen Spinatpfannkuchen würden auch immer mit einem Salat serviert. Ich denke, es war auch oft so eine geriebene Karottensalat. Und dann dazu gab immer Preiselbeeren und Körniger Frischkäse. Auf Platz 3 haben wir Hähnchencurry. Das ist so eine Hähnchensoße war das mit Currygewürz. Ich denke, da waren keine Gemüse, es war nur so eine ganz simple Soße und es wurde mit Reis serviert und wieder etwas Salat. Das haben wir auch sehr gerne gegessen und es ist auch ein ganz leckeres Gericht. Auf Platz 4 haben wir Tortilla und das ist was ganz Neues, das ist jetzt dazugekommen. Das hatten wir in meiner Schulzeit nicht. Auf Platz 5 haben wir Nakkekastike. Das ist eine Würstchensoße, sehr traditionell, sehr typisch finnisch. Den Rezept gibt es noch nicht auf meinem Kanal, aber ich habe den Rezept schon geplant und ich werde bald auch mit euch teilen, weil es ein ganz simples, leckeres Gericht ist, den man dann immer wieder gerne isst. Und bei uns wurde diese Soße, diese Würstchensoße immer mit gekochten Kartoffeln serviert und wieder eine Salatbeilage. Auf Platz 6 haben wir Kebabsoße. Das ist auch was Neues, was dazugekommen ist. Ich habe auch keine Fotos davon gefunden, so ich weiß nicht wirklich, wie das aussieht, was dazu kommt, was das ist, aber so steht es auf der Liste und ich kann mir vorstellen, dass die Kinder sowas auch wirklich gerne essen. Auf Platz 7 haben wir eine Fischsuppe. Ich denke, damit ist die finnische Lachssuppe gemeint. Und das war für mich eine Überraschung, dass diese Suppe wirklich auf die Liste geschafft hat, auf die beliebtesten Liste geschafft hat. Ich habe damals Fischsuppe nicht so gerne gegessen. Und das kannte auch meine Mama. Ich habe das nie zu Hause gegessen und in der Schule, weil man nur das dann bekommt, habe ich immer die Kartoffeln aus der Suppe gejagt und andere Gemüse und etwas Fisch. Aber das Ganze mit dem Flüssigkeit habe ich so nicht gegessen, weil es mir nicht geschmeckt hat. Mittlerweile liebe ich diese Suppe und natürlich gibt es diesen Rezept auch auf meinem Kanal, den werde ich hier für euch verlinken. Dann auf Platz 8 haben wir eine andere Suppe, eine Erbsensuppe, hernekeitto. Diesen Rezept gibt es auch auf meinem Kanal. Es ist sehr deftig und es ist eine sehr, sehr leckere Wintersuppe. Auf Platz 9 haben wir Hackbällchen und ich war wirklich überrascht, dass die Hackbällchen auf Platz 9 sind und nicht irgendwo ganz vorne auf dem Platz 1 oder 2, weil bei uns würde ich sagen, das war einer von den beliebtesten Gerichten. Die Hackbällchen werden auch mit Kartoffelstampf serviert. Ich denke manchmal auch mit einer Soße und auch mit einem Salat, Beilagesalat, sehr oft auch geriebene Karottensalat. Ich denke, das war so einer von den meist servierten Salaten bei uns. Und die sind so, wie man die aus dem schwedischen Möbelladen kennt. Und wenn du solche Hackbällchen auch gerne isst, dann kannst du verstehen, warum die Kinder es auch in Schule gerne essen. Und dann als letzte auf der Platz 10 haben wir Thunfischauflauf. Das ist so eine Nudelauflauf mit Thunfisch und Gemüse. Auch wirklich lecker und wir haben es auch immer sehr gerne gegessen. So, das waren die beliebtesten 10 Gerichte aus Jahr 2019 und wenn ihr euch jetzt fragt, was waren meine beliebtesten Gerichte, dann ich habe immer sehr gerne Macaroni Latico gegessen. Das ist so eine Nudelauflauf mit Hackfleisch. Den Rezept gibt es auf meinem Kanal, den werde ich für euch hier verlinken. Es ist ein sehr einfaches Auflaufgericht, es ist schnell und einfach gemacht, es schmeckt sehr lecker und deswegen wird es bei uns auch sehr oft gemacht. Dann habe ich auch die Spinatpfannkuchen immer sehr gerne gegessen und esse die auch immer noch sehr gerne. Immer wenn ich nach Finnland fliege, kaufe ich tatsächlich die fertig gemachten aus dem Laden, weil die haben irgend sowas Spezielles. Die sind etwas anders als die, die man dann selber macht. Aber wenn ich nicht in Finnland bin und diese nicht zur Verfügung habe, dann mache ich die Spinatpfannkuchen auch sehr gerne selber. Und dann, wie ich schon erwähnt habe, die Hackbällchen und den Erbsensuppe habe ich auch sehr gerne gegessen. So, das waren auch zwei von meinen Lieblingsgerichten. Und dazu kommt noch ein Gericht,
der in der nicht beliebtesten Liste ist dann, wenn wir jetzt gleich weitergehen, das ist Maxaladikko. Maxaladikko ist eine Leberauflauf mit Reis und alles mit Leber wird in Finnland zumindest bei den Kindern nicht so beliebt, aber ich habe es immer sehr, sehr gerne gegessen und esse ich auch immer wieder gerne, wenn ich in Finnland bin. Maxalaatikko wird bei uns auch mit Preiselbeeren serviert und im Schule gab es dazu auch eine Karottensalat, denke ich. Es ist ein Trend. Sehr oft wurde dieser geriebene Karottensalat bei uns serviert. Und dann haben wir die nicht so beliebte Gerichte und hier haben wir einen Trend. Es gibt 3 Gerichte, Verjohukaiset, solche Blutpfannkuchen, dann gibt es Leberkoteletten und den Leberauflauf Maxalaatikko, den ich früher schon erwähnt habe. So 3 Sachen, wo ich denke, Leber und Blut ist wahrscheinlich sowas, was die Kinder nicht so gerne essen und ich bin gar nicht überrascht, dass alle diese 3 Gerichte auf der Liste sind. Und dann haben wir auch 3 Suppen auf dieser Liste. Einmal Kohlsuppe, einmal Spinatsuppe und einmal eine pürierte Gemüsesuppe. Die Suppen, wie ich die aus meiner Schulzeit kenne, waren sehr mild gewürzt und somit hatten die sehr wenig Geschmack und uns haben die auch nicht geschmeckt, weil die einfach keinen Geschmack haben. Deswegen bin ich auch nicht überrascht, dass diese Suppen auf diese Liste geschafft haben. Bei uns waren die gleichen Suppen auch nicht beliebt. Insbesondere die Spinatsuppe und auch diese pürierte Gemüsesuppe. Ich habe diese Suppen auch nicht gerne gegessen und dann an den Tagen hatte ich am Ende des Tages auch etwas Hunger. Zu den 2 Suppen, so zu dieser Spinatsuppe und Gemüsesuppe, würde ich noch aus meiner Kindheit noch diese Lachssuppe dazugeben, weil, wie gesagt, ich damals diese Suppe nicht gerne gegessen habe. Mittlerweile liebe ich diese Suppe, aber damals waren diese 3 Suppen meine, ja, so nicht wirklich Hassgerichte, aber die Gerichte, die ich nicht gerne gegessen habe. Ich würde sehr gerne das Ganze jetzt mit Deutschland vergleichen, aber leider habe ich keine eigene Erfahrung. Ich habe hier nichts studiert. Ich kenne das aus der Schulzeit nicht, aber ich kann nur sagen, was ich so gehört habe oder mit meiner Recherche gefunden habe. Ich weiß, dass in Deutschland die Kinder ein Mittagsessen zum Schule mitbringen. Man hat einen Lunchbox oder Brotbox und man nimmt dann irgendetwas mit, was man in der Schule essen kann. Ich denke, meist ist es ein Butterbrot mit etwas Früchten oder Gemüsen dazu oder irgendwas Kleines, so Knabberzeug, Nüssen, Studentenfutter. Wahrscheinlich kommt das auch davon. Und so kenne ich das. Ich weiß nicht, ob es auch Schulen gibt, wo man tatsächlich wie in Finnland auch eine Kantine hat und wo man entweder ein kostenloses Schulessen bekommt oder wo man irgendetwas kaufen kann für Mittagsessen. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du deine Erfahrung mit mir teilen würdest, wie es bei dir in der Schule war. Und wenn du Mittagsessen zum Schule mitgenommen hast, dann würde ich mich freuen, wenn du auch dein Lieblingsmittagsessen mit mir teilen würdest. Und jetzt komme ich dann zum Ende des Videos und ich würde gerne auch noch das alles so zusammenfassen. Und wenn ich darüber denke, wie wichtig das Schulessen ist, kann ich mich noch erinnern, dass als Kind man nicht wirklich darüber denkt. Ich denke, ich habe nie darüber gedacht und nicht nur Kinder, denke ich, auch wahrscheinlich manche Erwachsene, weil man das so immer hat. Man denkt nicht, dass es anders sein kann und dann schätzt man es nicht so sehr, wie wenn man wusste, dass es auch anders sein kann. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn man die Kinder jetzt in Finnland fragen würde, wie die das am liebsten hätten, so wie es in Finnland ist mit Schulessen, mit kostenloser Schulessen oder so, wie es in Deutschland ist, dass man dann sein eigenes Schulessen mitbringt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass viele Kinder würden sagen, ja, ich will selber was mitnehmen, weil dann die Kinder selber entscheiden können. Kann ich verstehen, weil die Kinder dann auch viele Gerichte in der Schule nicht gerne haben. Aber wenn man die Eltern fragen würde, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass
wenn nicht alle Eltern, dann bestimmt fast alle Eltern in Finnland würden sagen, dass es eine tolle Sache ist, dass es ein Schulessen in Finnland in den Schulen gibt. Ich finde es wirklich toll und großartig, dass es in Finnland diese kostenlose Schulessen für jeden Kind gibt und dass jeder Kind diesen Schulessen bekommt. Es ist ein großes Stück der Schulerfahrung und des Lernens und ich finde, das ist natürlich meine Meinung, aber ich finde, dass es unterstützt auch die finnische Bildungssystem, die seit Jahren eine von den besten ist. Aber das ist meine persönliche Meinung und ich würde mich sehr freuen, wenn du deine Gedanken und deine Meinung zu diesem Thema mit mir auch teilen werdest. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen und dass du viel Neues über Finnland gelernt hast und dass das Video für dich auch interessant war. Wenn es für dich noch andere Themen bezüglich Finnland gibt, über die du auch gerne noch mehr wissen würdest, dann kannst du mich gerne in den Kommentaren anschreiben und ich werde diese Themen für mich für die nächsten Videos auch noch merken. Das nächste Video wird über das Thema Schulen sein und ich werde in meinem Video die Bildungssystem in Finnland und in Deutschland etwas vergleichen. Wenn du dieses Video nicht verpassen möchtest, dann kannst du jetzt meinen Kanal abonnieren. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.